ich bin Tobias, Geschäftsführer des Collegium Musicum und momentan auf Reisen, wie man in der schönen Landschaft sieht. Ich glaube, wir sind irgendwo zwischen Prag und Budapest. Es geht nämlich nach Budapest, Wien und Prag und sind insgesamt 8, 9 Tage unterwegs. Und der Zug ist brechend voll. Wir saßen um unseren Besprechungstisch und sie hat uns das erzählt, dass es da eine anonyme Spende gibt. Und mir sind so ein bisschen alle Zähne aus dem Mund gefallen, als ich das gehört habe. Für die Reise haben wir über ein Jahr geplant. Das ging ganz früh los. Wir mussten uns natürlich ausdenken, was wir mit diesem ganzen Geld machen. Und wir wussten auch, dass wir früh anfangen müssen, diese Konzertsäle zu buchen, wenn wir auf so eine Reise gehen wollen. In Budapest waren wir in Burgviertel und sind durch die ganzen alten Gassen gelaufen. Es war super schön. Dann haben wir sehr lange Eis gegessen, Skat gespielt. Dann waren wir auf der Margareteninsel, haben Pizza gegessen, gechillt. Irgendwann haben wir auch am Fluss gesessen und Bier getrunken. Das Konzert war sehr, sehr heiß. Es war sehr anstrengend, schwierig zu spielen, aber es war eine total schöne Atmosphäre. Und einfach super, sehr besonderer Ort und total schön, dort mal gespielt zu haben. The Wreckers Overture von Nettle Smythe ist ein ganz fantastisches Stück, was leider viel zu selten bis jetzt gespielt worden ist und viel öfters gespielt werden sollte. Ich hatte ganz viel Spaß mit diesem Stück in diesem Semester und ich glaube, das ganze Orchester hatte ganz viel Spaß, dieses Stück zu spielen. Und ich hoffe, dass wir immer öfters solche Stücke, vor allem auch von Komponisten, spielen können. Das Brahms Requiem hat keinen richtigen Anlass an sich, obwohl Brahms auch das teilweise mit dem Tod seiner Mutter verbunden hat. Und trotzdem ist es auch so, dass er auch viele andere Ereignisse in seinem Leben so ein bisschen nachtrauen müsste. Und dennoch ist das Deutsche Requiem ein ganz anderes Requiem, was sich der Person widmet, die eigentlich hinterblieben sind und nicht unbedingt der Person, die gestorben ist. Was auch ganz viel mit Trost zu tun hat und ganz viel mit Hoffnung. Ich war jetzt zum ersten Mal in Wien und fand es deswegen richtig toll. Es war unfassbar heiß und deswegen habe ich mich an unserem freien Tag einfach nur an die alte Donau gesetzt und im Wasser gechillt.
und das war genau das Richtige. Und da waren wir eine Gruppe aus immer wieder wechselnden Leuten, die da hingekommen sind. Das hat richtig Spaß gemacht. In Wien im Stephansdom war das auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ist nicht so eine einfache Akustik, natürlich aufgrund der baulichen Verhältnisse im Stephansdom, wirklich sehr, sehr hoch und auch sehr, sehr weit, eine riesige Kirche, in der wir spielen durften. Und da musste man vieles anpassen, sowohl im Chor als auch im Orchester. Das Stichwort wie immer ist Text. Ich fand das Konzert auch sehr, sehr gut. Also ich meine, es war richtig toll, in so einer Location spielen zu können. Ja, und ich meine auch einfach mega cool, dass andere so Eintritt zahlen müssen, irgendwie sich alles anzuschauen. Wir sitzen einfach vorne und sind da mit unseren Koffern durchmarschiert. Danach geht es wieder nach ein paar Tagen nach Prag, wo wir in das Smetana Hall spielen. Also am Anfang des Semesters dachte ich, okay, das wird ganz schön anstrengend, das Werk so oft zu spielen. Aber jetzt, wo man weiß, es kommt zur letzten Station und das letzte Mal zu spielen, ist schon, wird, glaube ich, auch nochmal aufregend. Und dann wird schon auch, glaube ich, ein bisschen Traurigkeit dabei sein, zu wissen, dass man es jetzt erstmal nicht mehr spielt. Ich habe mir vorhin auch überlegt, was mein schönster Moment war in Prag. Wir saßen nachts auf der Burgmauer, als es schon ein bisschen kühler war und dunkel, sind wir über diese Karlsbrücke dann da hochgestapft. Und dann saßen wir da alle auf dieser Mauer und haben mit den Beinen gebaumelt und so über die erleuchtete Stadt geblickt und sehr deep getalkt. Und das fand ich richtig nice. In Prag fand ich insgesamt das Konzert wirklich ganz, ganz toll, auch aufgrund dessen, dass die Akustik natürlich ein richtiger großer Konzertsaal ist und man einfach auch gespürt hat, dass da die Balance zwischen Ensembles, also zwischen Chor und Orchester, noch leichter zu führen war. Es hat auch wirklich, glaube ich, allen so wirklich Spaß gemacht, nochmal das richtig genau so zu hören, ohne irgendwas quasi anpassen zu müssen. Die letzten 2 Tage in Prag. Wir haben einige Sachen besichtigt, aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Wir sind Trettboot gefahren, wir waren in einem Biergarten, wir waren in einer Bar, wir waren in einem Club. Also das Nachtleben von Prag schon ein bisschen genossen. Wir haben aber auch in unserem Hotel Kicker gespielt und mit vielen Menschen sich unterhalten, Kaffee getrunken, essen. Einfach wirklich so die Reise ausklingen lassen sozusagen.